Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute gibt es mal wieder eine klassische Dungeon-Klopper-Folge. Ja, ich hatte ja gesagt, ich werde jetzt nicht großartig weiter hier in den Dungeons rumtryen, aber ab und zu muss ich einfach mal gucken, wo wir so stehen, wo hier so der Stand der Dinge ist beim Arc-Listing Abawuwu. Und es kommt noch oben drauf, dass wir ein paar kleine Improves ja auf meine Begleiter gemacht haben. Eigentlich wollte ich ja meine Begleiter nicht steintechnisch legendär ausrüsten, weil mir das halt einfach eine Verschwendung an Gold war. Die hätte ich auch genauso gut verkaufen können, die Steine, und für mich in meine Basispunkte stecken können, so, ne? Aber auf der anderen Seite sind es halt, ja, hier 9, 18, 27, 270 Millionen, das sind, ja, 27 Skillpunkte, die mir jetzt flöten gehen dadurch. Dafür habe ich aber meine kompletten Begleiter komplett legendär steintechnisch ausgerüstet. So, die sind jetzt noch nicht so weit ausgerüstet, aber wir haben schon ein bisschen was ausgetauscht. Ich habe mit einem Marquardt angefangen, muss ich sagen, weil die Kunigunde bringt mir in diesem Dungeon nicht sehr viel. Kunigunde werde ich aber gleich als zweites legendär ausrüsten, ja. Hat jetzt den Grund, warum der Sinneswandel auf einmal, hat den Grund, weil ich mir nicht vorgenommen hatte, nochmal in den nächsten 20 Leveln mein Equipment durchzutauschen. Das heißt, meine Begleiter bekommen auch nicht sehr großartiges neues Equipment so. Und ja, deswegen werde ich das Equipment, was ich jetzt überall hier noch habe, ein bisschen noch tragen. Und deswegen, ja, denke ich mal, ist es in Ordnung, dass ich hier die Steine drin habe, weil ich die noch lange haben werde, ne? Und ja, dafür kriege ich halt im besten Falle 300 Millionen, dann durch den nächsten Gegner, der Shakes ist nochmal 300 Millionen, ne? Das ist schon wieder für meine Verhältnisse ist eine gute Erfahrung, ja, ne? Die man da macht. Und ja, deswegen werden wir mal gucken. Ich gehe nicht von aus, dass wir den heute besiegen werden. Vorher muss ich aber noch mal euch was sagen. Und zwar hier auf S31 habe ich das Gefühl, ist das irgendwie der neue Testserver, ja. Ich hatte hier auch in der Gilde heute schon wieder was mitbekommen hier, dass hier jemand Probleme hat, was nur auf S31 los ist. Ja, das geht wohl irgendwie um die Post oder so. Auf allen anderen Servern ja, funktioniert das wohl, ne, dass die Post irgendwie nicht gelöscht werden kann, so, ne. Seit dem letzten Update ist auf S31 und wirklich nur auf S31 die Hölle los. Hier passieren Dinge, so, letztens mit dem Gildenkampf, ne, dann hatte noch jemand in der Gilde auch noch geschrieben gehabt, dass sein Dämonenportal komplett geresettet worden ist, obwohl er den Gegner nicht besiegt hat. Warum das Dämonenportal hier jetzt auch weg ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ist das hier auf dem Server? Okay, ja, das scheint wohl komplett weg zu sein. Ist mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen, weil ich hier auf dem Server gar nicht mehr in der Lichtwelt bin. Ne? Also, da wurde es komplett neu geresettet. Ne? Dann wurde meine ja, Abenteuerlust hier aufgefüllt. Irgendwie komischerweise so auf 100 oder so. Ne? Obwohl das war auf dem Server auch hier, auf S39. Also da ist nicht S31 der einzige Server mit. Ne? Ja, weiß ich nicht. Dann wurden ja hier meine ja, Begleiter zurückgesetzt auf 250, dann wurde das wieder hochgestuft. So, also es sind ganz viele mysteriöse Dinge. Dann auch noch, was auch nur auf S31 passiert ist, und das hatte ich auch im Forum gelesen gehabt, dass da wirklich nur Leute auf S31 betroffen waren, dass sie die Mine nicht mehr ausbauen konnten. Die konnten die Mine einfach nicht mehr ausbauen. Der Ausbau war fertig, war auf Stufe 88. Bei mir war genau das gleiche. Ich hatte genau den gleichen Fehler gehabt. Ich hatte die auf 88 hochgezogen, die Mine. Und ja, dann stand da einfach das Gebäude ist maximal ausgebaut, ne? So wie jetzt hier. Kann nicht weiter, maximale Stufe erreicht, kann nicht weiter ausgebaut werden, so, ne? Und das bei Stufe 88. Und das hatten andere Leute auf S31 auch. Und das war auch nur auf S31. Also S31 ist momentan echt irgendwie komplett, ja, verbuggt. Weiß ich nicht, warum es jetzt gerade mein Server hier getroffen hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann es euch nicht sagen. Gut, aber wir werden mal reingehen. Ja, in die Dungeons. Wir werden heute nicht allzu viel tryen. Mein bester Try war ja bisher immer noch, warum habe ich mit dem Kampf gespeichert hier? Komisch. War ja immer noch der Kampf gewesen. Hier auf 1 Milliarde runtergekloppt, das Ganze. Ne? Und ja, jetzt dadurch, dass ich mein Marquardt jetzt auch so langsam anfange, legendär auszurüsten mit den Steinen, hat er halt auch gute Chancen, starke Crit-Treffer rauszuhauen. So, ne? Also das könnte tatsächlich machbar sein. Und ja, also das war schon heftiger Damage-Output von mir. Aber das Ding ist, mein Marquardt hat fast genau dieselben Chancen. Ne? Also ich hatte, ja,
hier 202 und 138. Na gut, er hat 188 und 125, was auch strong ist so, ne? Ich habe hier jetzt auch auf meinem Chart die 350 Millionen Leben erreicht. Als Magier ist das schon nicht verkehrt so, ne? Bis 150k hatte ich ja gesagt, gehe ich noch hier hoch und dann werde ich Intelligenz wieder pushen, ne? Und ja, ich hatte meinen Marquardt hier auch schon gesehen, dass der fast genauso viel Schaden mal rausgehauen hatte, wie ich rausgehauen hatte. Und deswegen, ja, hier auf jeden Fall besser, dass ich anfange, den Marquardt hier mit Steinen auszurüsten vor der Kunigunde, weil die Kunigunde kann halt nicht ausweichen, ne? Und deswegen hat die keinen großen Damage-Output. Der Marquardt hat genau das gleiche Hauptattribut wie der Gegner hier und deswegen bringt mir das in dem Falle deutlich, deutlich mehr, ne? Allerdings, ja, ja, da ist halt Potenzial da, ne? Da ist halt schon Potenzial da. Da müssen halt nur die Crits gut sitzen und, ja, meine Begleiter inklusive mir dürfen halt keinen Schaden irgendwie großartig erleiden, sag ich mal, ne? Ja, und ich glaube tatsächlich, wenn ich, ja, alle meine Begleiter schon komplett ausgerüstet hätte mit legendären Steinen, dann wäre der Gegner hier auch schon down. Ne, bei 1 Milliarde Leben, denke ich mal, ja, wäre der schon drinne gewesen, so, ne? Ja, allerdings, ja, war ich da noch ein bisschen zu geizig für, ne? Jetzt müssen wir noch ein bisschen länger warten, bis der down ist. So viele Tries werden wir heute auch nicht machen hier auf dem Account, weil es sich einfach nicht rentiert, großartig. Trotzdem möchte ich mal hin und wieder schauen, wo wir hier so stehen. Es macht natürlich mehr Sinn, den zu tryen, wenn wir meine Begleiter auch komplett legendär ausgerüstet haben, ne, mit legendären Steinen. So, ne, aber ich kann halt auch einfach nicht, manchmal kann ich einfach nicht warten, so, da bin ich auch einfach ein bisschen zu ungeduldig, ne, weil so viele Legendary Gems bekomme ich jetzt auch nicht aus der Mine raus, so, ne. Ich meine, mir fehlen ja auch noch ein paar Items. Hier habe ich alles voll. Ja, hier fehlen mir noch 3 Items. Hier habe ich alles voll. Gut, ja, so viele Items fehlen mir jetzt nicht mehr. Das geht tatsächlich. Aber, ja, ich weiß nicht, so viele bekomme ich jetzt nicht. Irgendwie jeder 5. oder so ist bei mir ein legendärer Stein. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, ne. Ich habe da jetzt nicht so die Verhältnisse im Kopf. Aber ja, es dauert schon so, ne? Und wenn ein so ein Stein 8 Stunden dauert, so, glaube ich, bis der aus der Mine geschürft wird, dann ja, schafft man ja auch nicht viel mehr als, keine Ahnung, als 3 Stück vielleicht so am Tag, ne? Ja, also ich schaffe nicht viel mehr so. Ja, gut, wir machen noch ein paar Tries. Mal schauen, wir gucken mal immer, ich skippe nicht so schnell durch, weil ich mir, falls mal ein richtig guter Try dabei ist, will ich den schon ganz gerne mal begutachten, ne? Und es wäre so unglaublich wichtig, dass der Abavuvu hier fällt, weil der nächste Gegner ist halt Shakes. Das ist ein Stärkegegner. Der hat meine Kunigunde wieder ordentlich Chancen, richtig viel zu rasieren. Und deswegen, ja, also, wenn Abavuvu down ist, dann könnte Shakes auch gut fallen, so, ne? Und das wären halt easy 600 Millionen Erfahrung, ne? Das wäre halt schon cool. Ja, danach würde ich nicht weiterkommen, weil dann kommt Fidget, das ist nochmal ein Magier, mit nochmal viel mehr Leben und nochmal viel mehr Damage, so. Da würde ich dann, glaube ich, danach denn, wenn ich Shakes down habe, dann würde ich auf Poseidon wechseln hier, der ja auch noch offen ist, ne? Was ja ein Geschickgegner ist, wo meine Kunigunde auch carryen könnte, aber das wird halt noch Ewigkeiten dauern, bis wir den auch irgendwie down kriegen, ne? Da fehlen uns halt eben noch so ein bisschen die Stat-Punkte. So, wir machen nochmal ein paar Tries und ja, dann soll es das aber heute nicht so weit gewesen sein hier. Ja, dann müssen wir uns dann noch ein bisschen gedulden eben, ne? So ist das eben. Ja, also ich hatte schon gesehen gehabt, tatsächlich, dass mein Marquardt wirklich den alleine schon bis hierhin oder so down hatte. Dann kam die Kunigunde noch, dann war der fast bis hierhin down. So, ne? Und und dann war ich halt an der Reihe und ich habe halt dann verkackt. So, ne? Aber ich alleine hatte ihn ja schon mal von hier so viel bis, ja, fast down abgezogen, so, ne? Also, er ist auf jeden Fall machbar, aber es ist ziemlich schwierig, so, ne? Ja, da muss halt jeder Angriff muss da eben sitzen, ne? Aber
Wir haben Zeit, wir haben Geduld, wir können noch ein bisschen so. Ich muss mir jetzt nochmal meinen besten Try hier anschauen. Guck mal, in dem Try, da hat auch Bertram übelst viel Damage gemacht, so, ne? Ja. So, und in dem Versuch hier, da war ich fast alleine hier dran schuld, dass der Abavuvu down ist, ne? Da hätte nur der Marquardt eben noch ein bisschen mehr raushauen können. Und dann wäre es das halt gewesen, so, ne? Ja. Schade. Oh, oder er hätte nicht kritten dürfen, so. Hätte er nicht gekrittet, dann und ich noch einen Hit, hätte ich ja noch einen Hit mehr rausgebracht, dann wäre es eben schon der Treffer gewesen. Was war das denn? Ich glaube, da hatte Marquardt jetzt hier guten Try gehabt, ja. Naja, aber auf jeden Fall sind wir jetzt hier auch weiterhin auf dem Laufenden. Ist immer noch ziemlich schwierig, aber ich gehe von aus, wenn ich hier meine Begleiter mit 9 Steinen ausgerüstet habe, dann ja, haben wir da auf jeden Fall ein bisschen bessere Chancen so, ne? Das denke ich mal schon. Ja, vor allen Dingen meine Gilde, in der ich spiele hier, da haben wir jetzt auch wieder einen Platz gefunden und sind jetzt hier fast bei 1000 Ritterhallenpunkte. Ich habe es noch nicht gesehen, dass unsere Gilde mal 1000 geknackt hatte, aber ja, so ist das eben auf alten Servern, ne? Ja, ansonsten, ja, weiß nicht, wie gesagt, auf S31 passiert hier ziemlich viel momentan, was irgendwie nicht so richtig hinhaut seit dem letzten Update, keine Ahnung. Ich hatte auch schon mal wieder dem Support geschrieben und ich denke mal, da kommen auch viele Fehlermeldungen, speziell jetzt von S31 rein. Ich hoffe mal, die machen da so ein bisschen, geben da ihr Augenmerk drauf, dass da noch irgendwas, keine Ahnung, als ob die speziell auf S31 irgendwie bei diesem Update gegangen sind, so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gut, ich will ja auch nichts, ich habe ja keine Ahnung. Alles klar, gut, das war's soweit von dem Video. Ja, ein bisschen Dungeon-Getry hier, ne, wieder vergebens, aber war zu erwarten, ne, aber hätte ja auch klappen können. Wir werden auf jeden Fall den Abavuvu das nächste Mal nochmal tryen, wenn ich meine Begleiter komplett, also alle komplett steintechnisch legendär ausgerüstet habe. Das wird noch ein bisschen dauern, weil wie gesagt, ich bekomme nicht so viele Steine, aber wenn ich sie habe, dann werden wir nochmal reingehen in den Dungeon und ein paar Tries machen und dann sollte er auch hoffentlich endlich mal liegen. So, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.